Ich bin Anna und ich erzähle heute meine Geschichte, eine Geschichte vom Nicht-Aufgeben. Ich habe vor 26 Jahren meinen damaligen Lebensgefährten reanimieren müssen. Er war damals 40 Jahre alt und wir waren gerade zusammengezogen und wollten heiraten und Kinder bekommen. Da wurde es so dunkel und ich habe gesehen, dass er geht. Er hat es überlebt, aber mit einer schweren Hirnschädigung aufgrund des Sauerstoffmangels. Und die Ärzte sagten mir zuerst, er wird gar nicht mehr aufwachen, er wird in einem komatösen Zustand bleiben. Und ich habe in mir ganz deutlich gespürt, dass es nicht passieren wird. Und dann begann ein ganz langer Weg, dieser Weg, gemeinsame Weg. Es begann ein zweites gemeinsames Leben, ein neues Leben, was nichts mit dem ersten zu tun hatte. Damals, als das passiert ist, war ich 28 Jahre alt und habe schon seit 7 Jahren auf der Kinderintensivstation gearbeitet. Eine Arbeit, die ich unbedingt machen wollte. Ich hatte mir nach meiner Ausbildung gewünscht, auf der Intensivstation zu arbeiten. Ich habe immer gespürt, wie viel Vitalität in ihm steckt, und ich habe auch seine Verzweiflung gespürt, seine Veränderungen, seine Ängste. Und es war jeden Tag ein Geschenk und eine Überraschung, und es war jeden Tag auch ein Kampf. Sprechen und schlucken und gehen, das waren lange, lange Prozesse mit viel Idealismus und Geduld und Kummer und auch unbändige Freude über alles, was wiederkehrt. Jede noch so kleine Kleinigkeit, ich werde nie vergessen, wie er mich das erste Mal bewusst wieder angelächelt hat. Er hat 23 Jahre geliebt, bis vor 3 Jahren. Und dieses Leben war eine Herausforderung und eine Riesenaufgabe. Und mir war immer klar, dass ich sie annehme und dass ich wirklich auch offen bin für dieses zweite Leben. Er hat vieles wieder gelernt. Er ist mit sehr viel Vitalität wiedergekehrt. Aber er hat seine kognitiven Fähigkeiten nicht wiedererlangen können. Die blieben verschwunden. Und im Laufe der Jahre kam es auch wieder zu Ereignissen, die gesundheitliche Verschlechterungen wieder herbeigeführt haben. Er hat aufgrund der starken Schädigung in seinem Herzen wegen des großen Infarkts schwere Herzrhythmusstörungen entwickelt in den letzten Jahren, die irgendwann nicht mehr beherrschbar waren. Und dann kam der Moment, wo ich gesehen habe, jetzt geht er nach innen. Jetzt zieht er sich zurück. Ich musste ihn nicht mehr überwachen. Mit Geräten. Ich wusste, jetzt wird etwas ganz Natürliches passieren. Etwas, was jetzt dran ist. Wir sind die ganze Nacht irgendwie Arm in Arm gelegen, und morgens kam die Nachtschwester rein und hat gesagt, ihr habt aber beide gut geschlafen heute Nacht. Und sie war ganz erstaunt. Und ich auch. Es war so friedlich. Ich wollte dann nochmal irgendwas tun, nochmal ihn ein bisschen anders hinlegen, ihm irgendwas leichter machen, frischer machen. Und da machte er nochmal die Augen auf und schaute mich direkt an und sagte, nein. Und die Botschaft war so klar. Ich habe das so stark gespürt, diese Botschaft, die er mir geben will. Die war, jetzt störst du mich. Jetzt bin ich mit was Wichtigerem beschäftigt.
Ich hatte mir natürlich immer nach seinem ersten Tod immer Gedanken gemacht, wie wird es sein, wenn er wirklich ein zweites Mal wirklich gehen muss. Und ich habe mir immer so sehr gewünscht, es möge ganz friedlich und leicht werden. Und es hätte so viele andere Möglichkeiten, Situationen gegeben, in denen es passieren hätte können, unter den wildesten Umständen. Und ich wollte in diesen vielen Stunden in diesem Zimmer mit ihm, ich wollte auf keinem anderen Platz der Welt sein. Ich wusste, alles Bedeutsame und Wichtige spielt sich hier ab. Es war wie bei einer bevorstehenden Geburt. Und dann hat er einen langen, tiefen Atemzug gemacht. Und das war's. Das war so leicht. Als würde ein Schmetterling sich erheben und davon fliegen. In diesem Moment war alles endlich gut. Und ich habe, seit ich dieses erleben durfte mit ihm, habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. Ich glaube, meine erste, also nicht, ich glaube, es ist so gewesen, dass meine erste Erfahrung mit dem Tod bei meiner Geburt stattfand. Meine Geburt war sehr schwer. Es war ein Notfall-Kaiserschnitt, eine Notsektion. Ich hatte ganz schlechte Herztöne. Es war ein Geburtsstillstand. Man konnte sich nicht erklären, warum. Ich war das dritte Kind nach 2 ganz normalen Geburten. Meine Mutter wurde nach der Notkaiserschnitt sehr, sehr krank. Das heißt, wir konnten die ersten Monate, hatten wir gar keinen Körperkontakt. Ja, da gibt es die eine Ebene der Tatsachen, dass meine Mutter und mein Vater sich nur 2 Wochen gekannt haben und mich in dieser Zeit gezeugt haben. Und mein Vater nie erfahren hat, dass es mich gibt. Mein Vater aus Kuba, meine Mutter aus Heidelberg, beide verheiratet, beide Kinder. Ich wusste, dass sie sich 2 Wochen gekannt haben, dass er danach wieder nach Kuba zurück ist und sie nie wieder Kontakt hatten. Also meine Mutter wusste, dass sie schwanger ist, wollte ihr damaliger Mann, der dachte, es sei von ihm, das Kind, wollte, dass das Kind abgetrieben wird, dass ich abgetrieben werde. Und ich bin letztendlich ohne Vater aufgewachsen. Dachte lange Zeit, dass der Ex-Mann meiner Mutter mein Vater ist, so wie es in der Geburtsurkunde stand. Aber ich habe immer gespürt, dass da was dahinter ist, dass da etwas nicht stimmt. Ich habe immer gespürt, dass irgendwas fehlt, dass ich wie ein schwarzes Loch mit mir herumtrage. Es war eine so unbeschreibliche, unerklärliche Sehnsucht in mir. Und als ich 15 oder 16 war, hat meine Mutter meinem Drängen nachgegeben und hat mir von meinem biologischen Vater erzählt. Und diese Geschichte war so, ein Teil in mir hat gedacht, endlich höre ich die Wahrheit. Und ich wusste irgendwie immer, dass es so ist. Und gleichzeitig begann die Suche, Zweifel an mir und die Frage, warum ist es so passiert, wie es passiert ist. Und ich wollte es natürlich herausfinden. Und mein sehnlichster Wunsch war, meinen Vater zu sehen. Ich hatte gar nichts von ihm. Ich hatte keinen Brief, kein Foto, keine Adresse, nichts. Ich hatte ein paar Beschreibungen meiner Mutter und einen Namen, von dem sie sich gar nicht ganz sicher war, ob er so in dieser Länge und Reihenfolge überhaupt gestimmt hat. Und dann habe ich angefangen zu suchen. Er war Patient in der Klinik, in der meine Mutter gearbeitet hat. Ich habe über das Archiv versucht, ihn zu finden. Und ich habe 35 Jahre lang ihn gesucht, ohne Erfolg.
Ich bin mit 21 nach Kuba gereist, bin in Havanna auf die deutsche Botschaft. Also ich hatte ganz oft das Gefühl, ich jage irgendeinem Gespenst hinterher. Irgendwas stimmt da nicht. Ich habe mich auch gefragt, wie kann das sein? 1971, mitten im Kalten Krieg, ein Kubaner in Heidelberg in Westdeutschland für 2 Wochen als Privatpatient erschienen ist, der fließend Deutsch gesprochen hat oder zumindest sehr gut Deutsch. Meine Mutter konnte kein Englisch, kein Spanisch. Und trotzdem hat sie mir von intensiven Gesprächen erzählt, die sie geführt haben. 2019 ist meine Mutter gestorben. Und ich hatte das Gefühl, dass auch eben mein Vater mittlerweile nicht mehr lebt. Ich habe sie dann an einem ganz schönen Platz unter einer Eiche, an einer Lichtung in einem Wald, eine meiner Lieblingsstellen in der Umgebung, in der ich wohne, habe ich sie beide zusammengebracht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben meinem Vater einen Brief geschrieben. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben die Worte "Hallo Papa, lieber Papa" formuliert. Und dieser Brief, der war nicht nur nett, das war auch eine Abrechnung, und zwar mit beiden. Meine Mutter hat sich da auch irgendwie, die kam da plötzlich auch mit rein. Und ich hatte das Gefühl, ich bringe sie zusammen. Ich bringe dieses Paar, was sie ja mal waren, um mich zu zeugen, wieder zusammen. Und habe dieses Kästchen begraben. Und die Erde, auf der ich stand, war irgendwie diese Muttererde und diese Eiche, die sich da wächst. Das ist irgendwie der Vater und es strebt gen Himmel und es war alles plötzlich so, es war so stimmig. Und ich habe angefangen, meinen Frieden zu machen. Und dann ist etwas ganz Wunderbares passiert. Ich habe schon einen DNA-Test bei MyHeritage gemacht. Natürlich in der Hoffnung, irgendjemand zu finden. Und da kam nicht viel bei raus, all die Jahre. Und 1 Jahr, nachdem ich diese rituelle Beerdigung gemacht habe, habe ich zum ersten Mal ein Match angezeigt bekommen von einer Cousine, von einer Nichte 2. Grades. Und ich war völlig erschüttert. Ich habe gespürt, jetzt bin ich plötzlich ganz, ganz nah dran. Und ich habe ihr sofort geschrieben und es hat keine 3 Tage gedauert, da hatte ich eine Antwort von ihr. Eine junge Frau aus Kuba, die in Madrid lebt. Der Betreff in dieser E-Mail war der vollständige Name meines Vaters. Er war ein bisschen anders, als ich ihn erzählt bekommen habe. Und der zweite Satz in dieser E-Mail war Bienvenida a la familia. Diese junge Frau hat direkt nach dem Erhalt meiner E-Mail ihre Mutter und ihre Großmutter kontaktiert in Kuba und hat sich all das bestätigen lassen, also diese ganzen äußeren Bedingungen. Ja, er war 71 in Heidelberg, ja, er hat Deutsch gesprochen und so weiter. Und sie hat mir geschrieben, wir sind uns ganz sicher, dass es dein Vater ist. Die schlechte Nachricht ist, dass er vor 3 Jahren gestorben ist an Multipler Sklerose. Aber du hast eine Tante, die lebt, du hast Geschwister, du hast eine Schwester. Und plötzlich hatte ich eine ganz große Familie, weit verstreut. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen und alle waren so aktiv und so freudig, obwohl ja keiner von mir wusste. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, die haben irgendwie auf mich gewartet. Das war ganz verrückt. 2 Monate später bin ich nach Kuba, habe meine Tante kennengelernt, meine Schwester. Und wir sind uns sehr ähnlich. Wir sehen uns ähnlich, wir sind uns ähnlich. Es war unfassbar. Und es war so viel Erkennen und Freude da und Wärme. Diese Frau meines Vaters, die hat alles mit mir geteilt. Die hat in der Zeit, in der ich in Santiago de Cuba war, sie hat jeden Tag ein neues Türchen geöffnet, ein neues Fotoalbum rausgeholt, neue Briefe, neue Bücher, die er geschrieben hat, Bücher, die er gelesen hat, wirklich jedes Foto. Und sie hat, was mich besonders berührt hat, sie hat alles aus Heidelberg aufgehoben. Er hat
Er war in einem Jazzkonzert. Sie hatte die Karten aufgehoben. Sie hat den Heidelberger Stadtplan aufgehoben mit handschriftlichen Eintragungen. Sie hat die Karten aufgehoben, die er ihr von dort geschrieben hat. Sie hat den Entlassungsbericht von dem Professor, der ihn behandelt hat, aus der Heidelberger Uniklinik aufgehoben. Der war auf Deutsch geschrieben. Bei ihm ist damals diese Multiple Sklerose diagnostiziert worden in Kuba und er wurde zu diagnostischen Zwecken in diese Heidelberger Uniklinik geschickt, weil er ein wichtiger Mann war damals für Kuba. Auch dieses Rätsel hat sich gelöst, dieser Kreis hat sich geschlossen und ich wusste, es war kein Phantom, es war kein Märchen. Alles hat seine Richtigkeit. Und auch ich bin richtig.